doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Jo Freunde, und damit herzlich willkommen zum nächsten Kapitel von Max Payne. Wir haben gemerkt, wir sind reingelegt worden. Raul Passos ist nur ein Verräter wahrscheinlich.
Ein Spitzel, der uns irgendwie versucht, irgendwo reinzuziehen, weil er eben in Armut lebt und natürlich gekauft wurde. Wenn das stimmt, ist das wirklich sehr krass, weil dann ist das Ganze einfach nur eine Intrige und wir wurden verarscht, ne? Wir wurden einfach nur verarscht und jetzt sind wir langsam da, um rauszufinden, was wirklich passiert ist. Und let's go. Einfach nur eine kranke Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach nur krass, was hier alles so passiert. So, ich gehe aber jetzt nochmal ganz kurz hier hin, weil ich vielleicht hier irgendwas vergessen habe. Aber das sieht nicht so aus, ne? Nee. Gut, gehen wir hier weiter. Okay, da werden Leichen verbrannt. Ist ja nicht so cool. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Können wir hier irgendwas drücken? Wahrscheinlich nicht. So, hier ist jetzt auch nichts. 3 Painkiller. They would need medication. Oofay. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Ja, irgendwas läuft hier ganz besonders falsch. Oder ganz gewaltig falsch. So, ich glaube, das können wir kaputt schießen. Wie wir gesehen haben, hat es nicht geklappt. Echt nicht? Nee, okay. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Jo. Irgendwas läuft hier ganz gehörig falsch. So, die haben wir aber alle zum Glück. Oh, RPG. Kann man auch kriegen, alles klar. So, ein Sturmgewehr nehmen wir mit, auch wenn es lauter ist. Bis jetzt hat noch keiner irgendwas gemerkt. Können wir auch das Sturmgewehr hier nehmen? Weil ich will keins mit dem Licht haben. So, hier ist ein Granatwerfer. Könnten wir auch nehmen, ne? Aber ich glaube, den nehmen wir erstmal nicht. Einfach aus dem Grund, weil er natürlich extrem laut ist und wir nicht so viel Schuss haben. Ich bleibe erstmal bei der Pistole. Ich glaube, die geht auch gleich kaputt, weil das ist ja nur ein provisorischer Schalldämpfer. Ich versuche hier erst nochmal so ein bisschen leise zu sein. Ich glaube, das bringt was. Okay, er hat uns gesehen. Sollten die jetzt schießen, nehmen wir natürlich unser Sturmgewehr. Aber solange die nicht schießen... So, okay. Hat sich erledigt. Ja, wir nehmen einfach Sturmgewehr, ne? Wir brauchen jetzt nicht den Granatwerfer, denke ich. Den haben wir auch. Da ist aber noch einer. Nicht nur einer, geht 3 oder 2 mindestens. Weiß gar nicht. Einer läuft hier, einer ist hier vorbeigelaufen, ne? So, den haben wir auch. Hier müsste noch einer sein. So, den haben wir auch. Ne, 3 waren das. Also hier ist noch einer. Okay, noch 2. So, den haben wir und jetzt ist hier noch einer, ne?
Den haben wir auch. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt gespannt, was hier vor sich geht. Auf jeden Fall nichts Gutes. Verdammt, wieso war denn da noch einer? Verdammt, das hat uns den Painkiller wieder gekostet. Aber wir haben noch 2. Also ist alles halb so wild. Aber wäre natürlich cool gewesen, wenn wir einfach mal 3 behalten hätten. Aber sollte nicht sein, ne? Sollte nicht sein. Oh, 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 was mache ich? Ich trottel. Okay, da sind noch viele, viele Leute. Okay, gehen wir mal rein. Gehen wir nicht rein? Okay, dann gehen wir nicht rein. Achso, wir müssen ja erstmal drücken. Okay, da ist schon einer. Da ist noch einer hinter der Wand. Da hinten ist anscheinend noch einer und hier ist noch einer hinter der Wand, ne? Wir sollten das Deckungsfeuer öfter mal verwenden. Also so. Einfach aus dem Grund, weil wir dann einfach viel schwerer zu treffen sind, ne? Oh, 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 da geht's auch weiter. So, aber den können wir so nicht treffen, ne? Der ist viel zu weit weg. Alter, ich bin echt gespannt, was hier passiert. Ey, Max Payne ist so gut gemacht, ne? Es ist so gut gemacht. Welches Spiel ist so gut gemacht von den ganzen Animationen, wie die Leute umfallen und so weiter, wie Max Payne? Ich glaube kaum eins. Was ist das hier? Snipergewehr, ne? Sie echt, echt geil gemacht. So, ich will einmal ganz kurz hier die Pumpgun testen. Das ist nämlich eine andere. Ah, okay. Die ist natürlich ganz nice, aber wir bleiben natürlich beim Sturmgewehr. Achso, der ist schon tot. Den haben wir eben dann schon umgelegt, ne? Glaube ich. Oh, ein MG. Passos' ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Ja, krass, krass. Es wird immer mysteriöser. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Ganz, ganz schlecht. So, wir haben MG, ne? Das schießt sehr genau. Bei Einzelschuss, sehr geil. Das behalten wir auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht, was das für ein Kaliber hat. Ich glaube 5,56. Die andere Muni können wir aber nicht nehmen. Keine Ahnung. Schießen das hier erstmal kaputt. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Ich bin echt gespannt, was hier wirklich los ist. Das haben sie sehr, sehr geil gemacht einfach, ne? Ist echt eine geile Geschichte. Ich hoffe, wie gesagt, es kommt Max Payne 4 raus. Vielleicht werde ich Max Payne 2 auch nochmal spielen. Buffet.
That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crash of Prado. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was Da Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Was machen die Jungs hier? Das würde ich ganz gern mal wissen. Das Problem ist, wir haben nichts mehr. Wir kommen hier nicht weg, ne? Wir kommen hier nicht weg. Wir müssen versuchen, mit einem Schuss wirklich immer Kopf zu treffen. Auch wenn wir jetzt hart getroffen werden, können wir nichts machen. Mein Gott, was ist hier los? Was waren das für Experimente, die sie da gemacht haben? Wir haben noch 2 Schuss. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch 100 Leute. Mann, das wird immer krasser. So, die haben auch kugelsichere Westen anscheinend. 3 Painkiller haben wir noch. Alter Schwede, was ist hier los? So, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Das kann man schon so sagen. Ah, sehr geil. Maschinenpistole, aber brauchen wir nicht, ne? Wir haben Sturmgewehr. Treffe ich die auch mal? Hallo? Der lebt noch. So, zum Glück haben die uns nicht getroffen. Da war einer. Da sind 2. Da ist auch einer. Da ist einer. Den treffe ich nicht, ne? So, den haben wir. Und da ist noch einer, ne? Da irgendwo hinter. Sehr schön, der ist auch tot. Echt crazy, ne? Echt crazy, was hier... Ist hier noch einer? Ich sehe den nicht. Ich sehe den Typen nicht. Der ist hier hinter. Der ist hier unten. Ich habe da seinen Kopf gesehen. Ich traue mich da gar nicht hinzugehen. Ich will auf jeden Fall hier den Revolver erstmal nehmen. Boah, der ist so stark, ne? Der ist so stark. Da ist einer gewesen. Der ist so stark, der Revolver, ne? Wow. This was hell on earth. Da Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. So sieht das aus. Wir sind mittendrin. So, ein Painkiller. Dance with the devil. Genau so. So, wir behalten auf jeden Fall das Sturmgewehr.
Gucken, ob hier noch irgendwas liegt. There it was, the soundtrack to my life. And, for a few seconds, came harmony. Finally. Ja, Max Payne ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Da sowas jetzt zu spielen, obwohl es hier wimmelt von Leuten. Na gut, muss jeder selber wissen, ne? So, wir gehen erstmal weiter jetzt. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Verrückt, was ist hier los? Ist das ein Organhändlerring oder was ist hier los? Irgendwas machen die ja hier. Menschenversuche, was auch immer. Verrückt, verrückt. Even I could guess what Demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. Okay. Die Tür ist offen. Gehen wir erstmal rein. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Okay, bisschen Plastiksprengstoff. Die Frage ist, können wir jetzt hier nochmal rein und die Sachen klauen? Sehr geil. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. Das ist geil. Hier gibt es, was gibt es sonst? Sturmgewehre. Aber die hier können wir nicht nehmen, ne? Wir nehmen das MG. It was locked from the outside. Okay, okay. Kommen da jetzt irgendwelche? Wie viele Träger gibt es denn noch? 1, 2, 3? Ich sehe jetzt hier nur den hier. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Ninguém sai desse prédio até esse cara tá morto, hein? Okay, 4 Leute. 2
2 tot. 3, 4. Da kommen auf jeden Fall noch welche. Sehr schön. My visitors have been kind enough to leave the gate open. Ja, also entweder ist hier irgendwas mit Organhandel oder sowas. Oder irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt. Verrückt. Verrückt einfach nur. So, komm jetzt von hier. Oh, da ist ein Sniper. Da oben auch. Okay, die stehen genau wieder so, dass wir sie nicht treffen können. Aber da ist doch einer. Okay. Okay. War's das? Ich glaube schon. Wir nehmen wieder unsere MG. So, von irgendwo kommen wieder welche. Da ist einer. Da ist auch einer. Scheiße, ein Painkiller weniger. Ach du Scheiße. 2 Painkiller weniger. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Scheiße. Egal, 4 haben wir noch. Alles nicht so schlimm. Any time I bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. So, gut, der ist doch tot. Okay, Muni haben wir voll. Die Sniper brauchen wir nicht. Da hinten war noch ein goldenes Teil. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. Sehr geil, den Raketenwerfer haben wir jetzt auch in Gold. Gucken mal, ob hier noch irgendwas liegt. Och, Diggi, mach doch nicht immer eine andere Waffe. So, einen haben wir. 2, 3. Ist der dritte auch tot? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, der sieht tot aus. So, da ist noch ein Träger. Ein bisschen Plastiksprengstoff. So, den haben wir auch noch nicht, ne? That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose, let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful.
the great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Okay, weiter geht's. Max Payne hat einfach das Teil gesprengt. So verrückt wie er ist. Wir haben nichts zu verlieren, deswegen machen wir das einfach. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht schnell rausgehen. Aus dem Gebäude. Oh, doch, müssen wir. Und zwar ganz schnell. Sehr, sehr schnell. Schnell nochmal einen Painkiller nehmen. Und wieder einen Painkiller verloren. Scheiße, jetzt haben wir noch 2. Schnell, schnell, schnell weg. Was soll das denn? Okay. Das ist das MG vom Boot. Das nehmen wir natürlich mal mit. Oh Mann. 3 Painkiller nur noch. Schießt auch ein bisschen schneller. Er ist nicht tot. Jetzt schon. Auch nicht der Kollege wieder. I told you the city was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. The fuck are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, No, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching. To profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works.